No, I don't dare to tell people that I've been living in Germany for more than 5 years. Ich bin Gordon. Ich bin Alex. Hey Gordon, du hast ja letztes Mal ein kantonesisches Hähnchengericht gekocht, oder? Genau. Und heute werde ich ein ganz traditionelles taiwanesisches kochen. Jawohl. Ich liebe Taiwan. Ich auch. Die Leute dort sind einfach so nett und so freundlich. Genau. Außerdem sind die Essen auch unglaublich lecker. Ja. Als ich in Taiwan war, habe ich einfach dieses Gericht gelernt. Das heißt Sanbeiji. Auf Deutsch 3 Becher Hähnchen. 3 Becher Hähnchen? 3 Becher Hähnchen. Also, wir schneiden erstmal 2 Hähnchenkeule in großen Stücken. Hier habe ich Maishähnchen benutzt. Schmeckt einfach besser. Und dann marinieren. Bisschen Shaoxing Kochwein und bisschen Salz. Dann brauchen wir 5 Knoblauchzehen. Einfach abschälen. Und eine große Menge von Ingwerscheibe. Sehr wichtig. Dazu noch ein Stück Chilli und ein bisschen Lauchzwiebel einfach in Stücke schneiden. Zum Schluss die wichtigsten Zutaten, Basilikum. Nun braten wir die Ingwerscheibe mit normalem Öl wie immer und ein bisschen Sesamöl an. Nach einer Weile tun wir die Hähnchenkeule in die Pfanne hinein. So eine goldbraune Farbe soll bei jeder Fleisch aussehen. Dann tun wir einfach alle Knoblauchzehen hinein. Und jetzt ein bisschen Candyzucker, ein Esslöffel Shaoxing Kochwein, ein Esslöffel Sojasauce, bisschen heißes Wasser und die Lauchzwiebel und Chili bitte noch dazu. Einfach abdecken und schmoren für 2 bis 3 Minuten. Warum heißt denn dieses Gericht 3 Becher oder 3 Tassen Hühnchen? Weil wir jeweils eine Tasse Sojasauce, Sesamöl und Kochwein brauchen. Wenn die Soße klebrig geworden ist, legen wir die Pfanne erstmal in die Seite. Und erhitzen wir unseren Eintopf. Aber bevor es super heiß geworden ist, brauchen wir ein bisschen Sesamöl rein. Und dann tun wir die Thai-Basilikum hinein und gleichzeitig die Hähnchen auch hinein. Zum Schluss gießen wir noch 2 Esslöffel Shaoxing Kochwein auf den Deckel des Eintopfs. Fertig. Jawohl, ich möchte das sofort essen. Na dann, Guten Appetit. Wenn unser Video dir gut gefällt Interessant findest, oder sogar schon gut geschmeckt, dann bitte auf Likes klicken. wenn du Bock hast, uns ein bisschen Feedback geben, Aber Hauptsache abonnieren. dann sehen wir uns bis zum nächsten Video Bei Lauchs Lauchsküche. The recipe today was again a chicken dish. As you can tell, how much we love chicken. Oh. But to be honest, I was always very confused with all the names of chickens in German. Me too, actually. So why don't we use this chance to make it clear how to distinguish all the differences between the names of chicken in German? Let's begin with the most popular one. Which one is the most popular one? Hähnchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Dude, this is Hähnchen, not Hähnchen. It's mean the little Hans. You didn't know about that? What? Are you serious? No, I don't dare to tell people that I've been living in Germany for more than 5 years. Hello, darkness, my old friend. So in German, people always like to put a chen at the end of the word to describe something cute or something they love. Alexian. So coming back to our topic today, the male chicken or rooster is called der Hahn. Like the famous violinist Hitler.
And that's why a little male chicken is called das Hähnchen, to make it cuter. And next, the female chicken, hen, is actually quite similar to English, die Henne, and plural form, die Hennen. Oh, so what's the plural form of der Hahn? Die Henne. Wait, and how do you call a hen again? Die Henne. So what's the difference? It is different. No, they sound the same. So how do I know? So, if you can't tell if it's a Hahn or a Henne, there's the general name of chicken, which is das Huhn. Plural form, die Hühne, which has also very often been used in daily life. And of course, the cute way, das Hühnchen. So let's do a conclusion. The names of chicken in German are das Huhn, die Hühne, das Hühnchen. Der Hahn, das Hähnchen, die Henne. Die Henne, die Henne. Sounds very complicated, but is really that important? No, not at all. I can actually understand if you just name any of them from above. I don't really care. But what I care about is, if you like this video, give us a like. Comments below. And please subscribe to our channel and hit the bell next to it. Dann sehen wir uns in der nächsten Video bei Lauchs Küche.